Guten Morgen oder besser gesagt schlechten Morgen. Hallo liebe Zuhörer, ich bin Hanna und ich bin ehrlich zu euch, ich bin heute fast nicht aufgestanden. Ich liege hier auf dem Stuhl wie ein nasser Sack. Thomas sitzt mir gegenüber, er sieht aus wie aus dem Ei gepellt, frisch rasiert, Krawatte gerade. Thomas, wie machst du das? Ich hasse den Morgen. Hallo Hanna und hallo an alle. Aus dem Ei gepellt ist ein schöner Ausdruck, danke. Aber Hanna, Hass ist ein starkes Gefühl. Warum hasst du den Morgen? Der Morgen ist der Anfang von allem. Morgenstund hat Gold im Mund, sagt man in Deutschland. Gold im Mund? Bei mir hat der Morgen nur Zahnpasta im Mund. Und Stress. Mein Wecker hat um 7 Uhr geklingelt. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn ausgemacht. Und dann habe ich mein Handy genommen. Ich wollte nur kurz Nachrichten checken, nur 1 Minute. Aber du weißt, wie das ist. Ja, das ist die Falle, das digitale Loch. Wie lange warst du am Handy? 40 Minuten. 40 Minuten. Ich habe Katzenvideos gesehen. Ich habe gelesen, was Politiker gesagt haben. Ich habe Fotos von perfekten Frühstücken auf Instagram gesehen. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut. Es war fast 8. Ich habe Panik bekommen. Ich bin ins Bad gerannt, habe mir die Zähne geputzt, kein Frühstück gegessen und bin zur U-Bahn gerannt. Ich habe mich gefühlt wie ein Verlierer. Hanna, das ist kein Wunder. Du hast deinen Tag reaktiv begonnen. Das ist ein psychologischer Fehler. Wenn du als erstes auf das Handy schaust, lässt du die Welt in dein Schlafzimmer. Du lässt Probleme, Stress und andere Menschen in deinen Kopf, bevor du selbst wach bist. Dein Gehirn ist am Morgen wie ein Schwamm, ein sauberer Schwamm. Und du hast diesen Schwamm sofort in schmutziges Wasser getaucht. Ein Schwamm in schmutzigem Wasser. Das ist ein ekliges Bild. Aber es stimmt, ich fühle mich schmutzig und müde. Aber Thomas, was soll ich tun? Ich muss doch wach werden. Das Handy weckt mich auf. Das blaue Licht hilft mir. Das ist eine Illusion. Das blaue Licht macht dich nervös, nicht wach. Wir müssen deinen Morgen analysieren. Wir brauchen Struktur. In Deutschland lieben wir Struktur. Wenn du einen Plan hast, hast du keinen Stress. Wir müssen deinen inneren Schweinehund besiegen. Kennst du den? Der innere Schweinehund, ja, das ist meine Faulheit. Er ist sehr groß und sehr schwer. Er liegt auf mir und sagt, bleib im Bett, Hanna. Das Handy ist so interessant. Wie kann ich gegen ihn kämpfen? Ich habe keine Disziplin. Du brauchst keine Disziplin für den ganzen Tag. Du brauchst nur Disziplin für die ersten 5 Minuten. Wir werden eine neue Routine bauen. Eine Routine, die dir Energie gibt, statt sie zu nehmen. Und die dir hilft, Deutsch zu lernen. Denn wann hast du das letzte Mal Deutsch gelernt? Oh Gott, letzte Woche. Ich habe abends nie Zeit. Ich bin zu müde nach der Arbeit. Ich wollte gestern Grammatik üben, aber dann habe ich Netflix geschaut. Ich bin eine schlechte Schülerin. Du bist keine schlechte Schülerin. Du hast nur das falsche Zeitmanagement. Der Abend ist schlecht zum Lernen. Der Geist ist müde. Der Morgen ist perfekt. Aber du sagst, ich habe keine Zeit am Morgen. Aber du hattest 40 Minuten für Katzenvideos. Wir nehmen diese 40 Minuten und wir machen daraus Deutschzeit. Bist du bereit für ein Experiment? Ein Experiment? Muss ich kalt duschen oder rohe Eier essen? Nein, das überlassen wir den Sportlern. Wir machen etwas für den Kopf. Wir teilen deinen Morgen in 4 Phasen. Phase 1 ist das Aufwachen ohne Handy. Kauf dir einen Wecker, einen alten, analogen Wecker. Das Handy bleibt im Wohnzimmer. Wenn du aufwachst,
gehst du in die Küche, du machst Kaffee. Und dann beginnt Phase 2, das Hören. Phase 2, das Hören. Du stehst in der Küche, die Kaffeemaschine läuft. Es duftet. Das ist ein schöner Moment. Dein Gehirn ist noch ruhig. Jetzt setzt du Kopfhörer auf oder du machst eine Box an. Und du hörst Deutsch. Aber nichts Schweres. Keine Nachrichten, keine komplizierte Grammatik. Du hörst einen Podcast wie diesen oder eine einfache Geschichte. Einfach nur hören, während ich auf den Kaffee warte? Muss ich mitschreiben? Muss ich Vokabeln nachschlagen? Weil wenn ich ein Wörterbuch brauche, ist es Arbeit. Und ich will morgens nicht arbeiten. Nein, keine Arbeit. Kein Stift, kein Papier. Das ist passives Hören. Lass die Sprache einfach fließen, wie Musik, wie ein Hintergrundrauschen. Dein Gehirn gewöhnt sich an den Klang, an die Melodie des Deutschen. Du trinkst deinen Kaffee, du isst dein Brot und du hörst zu. Das sind vielleicht 10 oder 15 Minuten. Das ist besser als jede Instagram-Story. Das klingt machbar. Kaffee und eine Geschichte. Das ist gemütlich. Aber bringt das wirklich was? Ich verstehe vielleicht nicht jedes Wort. Ist das nicht Zeitverschwendung? Nein, unser Gehirn lernt auch unterbewusst. Du hörst Satzstrukturen. Du hörst, wie man Guten Morgen sagt oder wie man eine Frage stellt. Wenn du das jeden Tag machst, wird Deutsch normal für dich. Es ist nicht mehr fremd. Es gehört zu deinem Frühstück. Und wenn du dann ins Bad gehst, kommt Phase 3, das Sprechen. Sprechen mit wem? Ich wohne allein. Soll ich meine Katze ansprechen? Sie versteht nur Futter. Die Katze ist ein guter Zuhörer, aber noch besser ist der Spiegel. Du stehst im Bad, du putzt dir die Zähne, du kämmst deine Haare, du schaust dich im Spiegel an und dann sprichst du mit dir selbst. Auf Deutsch. Oh nein, das ist peinlich. Selbst wenn niemand da ist. Ich fühle mich wie verrückt. Hallo Spiegel, ich bin Hanna. Was soll ich denn sagen? Sag einfache Dinge. Sag, wie du dich fühlst. Ich bin müde. Meine Haare sind chaotisch. Heute muss ich arbeiten. Ich trage ein blaues T-Shirt. Beschreibe, was du tust. Das nennt man Self-Talk. Viele Sportler machen das. Es aktiviert dein Sprachzentrum. Wenn du nur liest oder hörst, ist dein Mund passiv. Deine Muskeln müssen trainieren, deutsche Laute zu formen. Ü, Ö, Sch, das ist Gymnastik für den Mund. Mundgymnastik. Okay, ich kann's versuchen. Ich kann flüstern, damit die Nachbarn nicht denken, ich habe Geister in der Wohnung. Ich putze meine Zähne, die Zahnpasta schmeckt nach Minze. Ist das okay? Das ist perfekt. Du bildest Sätze. Du denkst auf Deutsch. Das ist der Schlüssel. Du schaltest dein Gehirn von Deutsch verstehen auf Deutsch produzieren. Das dauert nur 2 Minuten. Während du dich anziehst, das kostet keine extra Zeit. Das ist Effizienz. Effizienz. Das deutsche Lieblingswort. Okay, ich habe gehört beim Kaffee und ich habe gesprochen im Bad. Ich fühle mich schon ein bisschen produktiver. Aber dann muss ich los. Ich muss zur Arbeit, ich fahre mit der U-Bahn. Und die U-Bahn in Berlin ist laut und voll. Da kann ich nicht sprechen. Richtig. In der U-Bahn sprechen wir nicht mit uns selbst. Das machen nur verrückte Leute. Aber die U-Bahn ist keine verlorene Zeit. Das ist tote Zeit, die wir beleben können. Das ist Phase 4, das Schreiben oder die Wiederholung. Schreiben in der U-Bahn, im Stehen, ich werde geschubst. Meine Handschrift ist schrecklich. Du brauchst kein Papier, du hast dein Handy. Jetzt darfst du dein Handy benutzen, aber nicht für Instagram.
Öffne deine Notiz-App und schreibe 3 Sätze. Nur 3. 3 Sätze. Was für Sätze? Die U-Bahn stinkt, der Mann neben mir isst Döner. Haha, das sind sehr gute Sätze. Sie beschreiben die Realität, aber wir wollen auch ein bisschen Struktur. Schreib 3 Vorsätze für den Tag oder Gedanken. Zum Beispiel, 1. Heute will ich ruhig bleiben. 2. Ich muss Frau Müller anrufen. 3. Ich freue mich auf das Abendessen. Das zwingt dich, deine Pläne auf Deutsch zu formulieren. Du verbindest deine Ziele mit der Sprache. Das klingt sinnvoll. Es ist wie ein Mini-Tagebuch. Und wenn ich ein Wort nicht weiß, wenn ich Vorsatz nicht weiß, darf ich dann im Wörterbuch schauen? Ja, jetzt darfst du. Du sitzt oder stehst in der Bahn. Du hast Zeit. Wenn du das Wort Vorsatz suchst, lernst du es. Und weil du es sofort benutzt, merkst du es dir besser. Das ist aktives Lernen. Stell dir vor, jeden Morgen 3 Sätze. Das sind fast 1000 Sätze im Jahr. Das ist ein ganzes Buch, das du schreibst. 1000 Sätze. Das klingt viel. Aber 3 Sätze klingen wenig. Das ist der Trick, oder? Kleine Schritte. Aber Thomas, was ist, wenn die Leute in der U-Bahn auf mein Handy schauen? In Deutschland starren die Leute immer so. Das German Staring, das macht mich nervös. Ja, das deutsche Starren. Wir schauen gerne. Aber wir meinen es nicht böse. Wir sind nur neugierig oder gelangweilt. Ignoriere es. Oder denk dir, sie bewundern meinen Fleiß. Du tust etwas für deine Bildung. Sie spielen wahrscheinlich Candy Crush. Fühl dich überlegen. Das hilft. Okay, ich fühle mich überlegen. Ich bin die intellektuelle Frau, die Deutsch lernt. Das gefällt mir. Aber es gibt noch eine Sache, Thomas. Pünktlichkeit. Wenn ich das alles mache, Kaffee, Spiegel, Schreiben, komme ich dann nicht zu spät? Ich habe Angst, den Zug zu verpassen, und in Deutschland ist zu spät kommen eine Todsünde. Das ist absolut richtig. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige und der Deutschen. 5 Minuten zu spät ist unhöflich. 10 Minuten ist eine Beleidigung. Aber diese Routine kostet dich keine extra Zeit. Du trinkst sowieso Kaffee, du putzt sowieso Zähne, du fährst sowieso U-Bahn. Wir ändern nicht, was du tust, sondern wie du es tust. Wir füllen die Lücken. Wir füllen die Lücken. Das stimmt. Ich scrolle ja normalerweise in der Bahn. Jetzt schreibe ich. Es ist nur ein Austausch. Tauschgeschäft, Katzenvideos gegen Deutschkenntnisse. Eigentlich ein guter Deal. Ein sehr guter Deal. Und es gibt noch einen Vorteil. Wenn du im Büro ankommst, wie fühlst du dich normalerweise, wenn du ankommst? Gestresst, müde. Mein Kopf ist voll mit Nachrichten und Bildern. Ich brauche erst mal eine Stunde, um runterzukommen. Ich hole mir Kaffee und beschwere mich bei Kollegen über die Bahn. Siehst du? Du startest negativ. Aber mit der neuen Routine kommst du anders an. Du hast schon etwas erreicht. Du hast gehört, gesprochen, geschrieben. Dein Gehirn ist wach. Du fühlst dich produktiv. Das nennt man Momentum. Du nimmst den Schwung mit in die Arbeit. Momentum. Das klingt stark. Ich möchte Schwung haben. Ich möchte nicht wie ein nasser Sack ankommen. Aber Thomas, was ist mit der Wiederholung? Du hast gesagt, hören, sprechen, schreiben, fehlt nicht noch was. Lernen ist doch Wiederholung. Genau, das ist der letzte Schritt, die kleine Wiederholung. Das kannst du machen, wenn du kurz vor dem Büro bist oder im Aufzug. Schau dir die 3 Sätze an, die du geschrieben hast. Lies sie noch einmal leise und schau dir das eine Wort an, das du nachgeschlagen hast. Nur das eine Wort.
Versuch es dir zu merken. Das dauert 10 Sekunden. 10 Sekunden im Aufzug. Das schaffe ich. Außer der Chef steht neben mir. Dann sage ich lieber Guten Morgen. Natürlich sagst du Guten Morgen. Das ist auch Deutschtraining. Aber Hanna, wir haben ein wichtiges Thema vergessen. Das Frühstück. In Deutschland ist das Frühstück wichtig. Unter der Woche essen wir schnell, aber am Wochenende zelebrieren wir es. Isst du morgens? Nein, meistens nicht. Ich habe keine Zeit. Ich kaufe mir manchmal ein Brötchen beim Bäcker, das Kürbiskernbrötchen. Aber zu Hause? Nein. Meine Küche ist oft unordentlich. Und ich finde nichts. Aha, Unordnung. Chaos im Außen macht Chaos im Innen. Wenn du deine Küche am Abend nicht aufräumst, startest du den Tag mit Stress. Du kommst in die Küche, siehst schmutzige Tassen und dein Energielevel sinkt sofort. Das ist psychologisch bewiesen. Eine deutsche Weisheit. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das sagt meine Mutter auch immer, aber ich bin abends so faul. Ich denke, ach, das mache ich morgen früh. Und morgen früh hasse ich mein Gestern-Ich. Du musst deinem Zukunfts-Ich ein Geschenk machen. Räum abends auf, stell die Tasse bereit, leg den Löffel hin, leg dein Handy ins Wohnzimmer. Das nennt man Mise en place. Vorbereitung ist alles. Wenn du morgens in eine saubere Küche kommst, ist das wie eine Einladung. Komm, mach Kaffee, lern Deutsch. Es ist viel leichter. Ein Geschenk an mein Zukunfts-Ich. Das ist ein schöner Gedanke. Ich bin meistens gemein zu meinem Zukunfts-Ich. Ich lasse ihr alle Probleme. Okay, ich werde es versuchen. Ich werde die Tasse hinstellen. Und vielleicht kaufe ich mir auch ein schönes Notizbuch. Für die U-Bahn? Du hast gesagt Handy, aber ich mag Papier. Papier ist auch gut, vielleicht sogar besser. Wenn du in ein Buch schreibst, bist du nicht abgelenkt. Keine Pop-up-Nachrichten. Aber es muss klein sein, es muss in die Tasche passen. Wenn es zu groß ist, nimmst du es nicht mit. Mach es dir so einfach wie möglich. Low Barrier to Entry. Die Hürde muss niedrig sein. Niedrige Hürde. Okay, kleines Buch, saubere Küche, Wecker. Das sind 3 Dinge, die ich ändern muss. Das klingt nach viel Veränderung auf einmal. Ich habe Angst, dass ich nach 2 Tagen aufhöre. Dass der Schweinehund wieder gewinnt. Das ist eine berechtigte Angst. Deshalb fang klein an. Mach morgen nur eine Sache. Zum Beispiel kein Handy in der ersten Stunde. Nur das. Wenn du das schaffst, fühlst du dich gut. Dann nimmst du übermorgen den Podcast dazu. Und dann das Sprechen. Bau es auf wie ein Haus. Stein für Stein. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Stein für Stein. Das beruhigt mich. Ich muss nicht morgen perfekt sein. Ich muss nur ein bisschen besser sein als heute. Und wenn ich einen Tag verpasse, wenn ich doch scrolle, bin ich dann gescheitert? Nein, dann bist du ein Mensch. Menschen machen Fehler. Sei nicht so streng mit dir. Sag einfach, okay, heute war nicht gut, morgen ist ein neuer Tag. Wichtig ist, dass du nicht aufgibst, dass du wieder auf das Pferd steigst oder in die U-Bahn. Wieder in die U-Bahn steigen. Das mache ich sowieso. Ich habe keine Wahl. Ich muss zur Arbeit, also kann ich die Zeit auch nutzen. Thomas, ich fühle mich motivierter. Der Berg sieht kleiner aus. Es ist kein Himalaya mehr. Es ist eher ein kleiner Hügel im Schwarzwald. Ein Hügel im Schwarzwald ist schön. Man kann spazieren gehen. Und genau das soll es sein. Ein Spaziergang durch die Sprache. Kein Sprint, kein Marathon. Ein täglicher Spaziergang.
Hast du schon eine Idee, was du morgen als erstes hören willst? Welchen Podcast? Ich denke, ich höre diesen Podcast noch mal, um mich zu erinnern, und dann suche ich mir etwas vielleicht über deutsche Geschichte oder über Essen. Ich liebe Essen. Essen ist immer ein gutes Thema und die Vokabeln sind nützlich. Kartoffel, Wurst, Brot, das brauchst du jeden Tag. Also Hanna, fassen wir zusammen. Dein neuer Morgen sieht so aus. 1. Aufwachen mit Wecker, Handy. 2. Kaffee und Zuhören, passiv. 3. Bad und Selbstgespräch, aktiv. 4. U-Bahn und 3 Sätze schreiben. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Es klingt strukturiert, es klingt deutsch und es klingt machbar. Ich werde mir heute Abend den Wecker kaufen und ich werde meine Küche aufräumen, ich werde die Tasse hinstellen. Ich freue mich fast darauf. Ist das komisch, dass ich mich auf den Morgen freue? Das ist nicht komisch, das ist der Erfolg. Wenn du dich freust, hast du gewonnen. Dann ist es kein Zwang mehr, sondern ein Ritual. Ein Ritual für dich selbst. Du tust etwas Gutes für dich. Du investierst in dich. Das ist das beste Gefühl der Welt. Danke, Thomas. Du hast meinen Kopf aufgeräumt. Ich war im Chaos und jetzt sehe ich einen Weg. Und an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr auch im Bett liegt und scrollt, fühlt euch nicht schlecht. Wir kennen das, aber versucht es mal. Nur ein Morgen, lasst das Handy weg, hört uns zu, sprecht mit dem Spiegel, vielleicht gefällt es euch. Genau, probiert's aus, seid neugierig und vergesst nicht, Morgenstund hat Gold im Mund. Das Gold ist die Sprache und die Ruhe. Wir wünschen euch viel Erfolg und einen guten Start in den Tag. Viel Erfolg und guten Appetit beim Frühstück, wenn ihr es schafft. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen und vergesst nicht die 3 Sätze.